und ganz herzlich willkommen bei Einfach Yummy. Wir machen heute mal wieder ein Dessert und zwar gibt es ein super leckeres Cappuccino-Mousse, ein Schokoladenmousse. Das ist ja das Klassische, kennt jeder und deswegen habe ich gedacht, ein Cappuccino-Mousse ist mal was ganz Besonderes, gerade für alle Kaffeeliebhaber oder Cappuccino-Liebhaber kommt das ja wie gerufen. Wir lieben ja auch Kaffee, besonders mein Mann ist ein echter Kaffeeliebhaber und von daher passt es bei uns perfekt. Dessert, wisst ihr von mir, kann ich immer essen und deswegen gibt es heute dieses Rezept und wir brauchen auch super wenige Zutaten. Eigentlich sind es nur 4, mit etwas Backkakao oben drüber dann noch die 5. Zutat, aber das ist super wenig. Ich schreibe euch wieder alle Zutaten und auch die ganze Zubereitung unten in die Infobox, dann könnt ihr sie euch auch ausdrucken, falls ihr sowas gerne mögt und könnt immer wieder drauf zugreifen. Ja, und was wir jetzt brauchen, das sage ich euch jetzt. Zum einen weiße Schokolade, etwas lösliches Cappuccino-Pulver, sehr kalte Sahne und Honig und dann natürlich, wer mag, am Schluss kann noch etwas über das Cappuccino-Mousse Backkakao drüber geben, wie beim Tiramisu, dass so eine kleine Schicht drauf ist und dekorieren könnt ihr es nach Lust und Laune, ganz wie ihr wollt und das war es dann auch schon. Ja, und zuallererst müssen wir jetzt uns erstmal die weiße Schokolade klein schreddern. Wir brauchen 100 Gramm, wie gesagt, weiße Schokolade, einfach in die Stücke gebrochen. Die wird jetzt zerkleinert. 6 Sekunden auf der Stufe 10. So, die Schokolade ist schön klein. Oh, herrlich sieht es aus. Schaut mal. Ich zeige es euch. Seht ihr das? Richtig feines Pulver ist es jetzt. Ich schiebe es gerade noch mal alles, was hier ein bisschen hochgespritzt ist, mit meinem Spatel nach unten, dass wirklich alles richtig schön unten im Mixtopf sitzt. Und jetzt kommen die restlichen Zutaten dazu. Das ist zum einen 30 Gramm lösliches Cappuccino-Pulver. Ihr könnt da den Cappuccino nehmen, den ihr gerne trinkt. Wir mögen sehr gerne das Cappuccino-Pulver von Krüger. Keine Werbung, alles unbezahlt, ohne Auftrag, kaufe ich immer selber. Kann natürlich Original-Cappuccino-Geschmack sein oder ihr könnt auch dieses Cappuccino-Pulver mit Flavor, also zum Beispiel Karamell Krokant, das lieben wir sehr, das haben wir öfter da und trinken das. Oder wie gesagt Schokonote, Cappuccino-Note, ganz wie ihr wollt. Da könnt ihr das Mousse auch noch mal ein bisschen variieren und noch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wie gesagt 30 Gramm und es muss das lösliche Cappuccino-Pulver sein. Dann 15 Gramm Honig. Den habe ich mir hier schon abgewogen. Einfach um das Ganze noch ein bisschen zu süßen. Könnt ihr natürlich auch reduzieren oder es ein bisschen süßer machen. Das ist ja immer Geschmackssache. Wisst ihr ja, der eine mag es lieber ein bisschen süßer, der andere lieber nicht. Und es kommen 500 Gramm Sahne dazu und da müsst ihr jetzt schauen, dass die Sahne wirklich richtig schön kalt ist. Also wenn ihr sie gerade eben erst frisch vom Supermarkt geholt habt, dann stellt sie noch mal eine Stunde kalt im Kühlschrank, dass sie wirklich richtig schön kalt ist. Das ist sehr wichtig, dass euch das Mousse auch hinterher schön fest wird. Wir brauchen keinen Schmetterling, habt ihr schon gemerkt, ne? Wir können das Ganze einfach so mixen. Jetzt habe ich vor lauter Sappeln vergessen, die Waage anzustellen. 2 Becher habe ich schon drin, das sind 400 Gramm. Ich brauche 500 Gramm, deswegen gebe ich jetzt hier noch 100 Gramm dazu. Also 3 Becher Sahne braucht ihr, zwar nicht ganz, aber ihr müsst natürlich 3 Becher da haben. So, 100 Gramm, dann habe ich meine 500 Gramm hier drin. Genau. Und das waren schon alle Zutaten. Das wird jetzt noch schön cremig aufgeschlagen. Und zwar 26 Sekunden auf der Stufe 6. Und ruckzuck ist unser Mousse au Cappuccino fertig. Schaut mal, ich zeige es euch. So sieht das Ganze aus. Ist es nicht toll? Wie schnell ist das jetzt gegangen? Rucki zucki, also das ist wirklich so ein Last-Minute-Rezept, falls ihr mal überraschend Besuch bekommt oder keine Lust habt, keine Zeit habt, dann könnt ihr wirklich dieses Mousse au Cappuccino rucki zucki noch in letzter Minute herstellen.
Das verteile ich jetzt auf 6 Gläser. Das Rezept ist für 6 Portionen. Und das duftet schon. Oh. Ich habe es jetzt doch nur auf 4 Gläser verteilt. Meine Gläser sind wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Also das hätte komisch ausgesehen, wenn ich es jetzt auf meine 6 größeren Gläser verteilt hätte, wäre nur so eine Bodenbedeckung drin gewesen. Also schaut da einfach, welche Gläser ihr wählt. Je nachdem reicht es eben für 4 oder für 6 Gläser. Und ich habe gerade schon ein bisschen genascht. Hier habe ich noch auf dem Löffel. Es ist einfach ein Traum. Also wenn ihr richtige Cappuccino-Kaffee-Fans seid, ihr müsst es ausprobieren. Traumhaft. Richtig, richtig toll. Und geht auch noch so schnell. Und wir brauchen nur 4 Zutaten. Also ich bin begeistert. Was will man mehr? Ich werde jetzt noch etwas Backkakao drüber geben, aber das gebe ich erst drüber, wenn ich mein Cappuccino-Mousse im Kühlschrank für ungefähr eine Stunde schön durchgekühlt habe. Dann wird es auch noch mal ein bisschen fester und dann vor dem Servieren kommt noch mal eine schöne Ladung Backkakao drüber. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Gebt mir sehr gerne ein Däumchen nach oben. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt dies bitte schleunigst nach. So verpasst ihr auch keine neuen Videos mehr. Aktiviert die Glocke noch dazu. Und falls ihr jetzt Lust auf weitere leckere Rezepte bekommen habt, schaut sehr, sehr gerne hier mal vorbei. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!